Kampf der Giganten. Heute in der Gegenüberstellung der Absima Yucatan im Maßstab 1:8 und der Absima Bronx im Maßstab 1:8. Viele werden sagen, bis auf die Optik sind diese beiden Fahrzeuge genau gleich. Aber ist das wirklich so? Das möchte ich heute zusammen mit dir herausfinden und wir gehen jetzt wirklich ins Detail und schauen uns die Fahrzeuge Stück für Stück in dieser Gegenüberstellung einmal an. Beginnen möchte ich hierbei natürlich mit dem Offensichtlichen, mit der Optik der beiden Fahrzeuge. Die Optik ist immer Geschmackssache. Wir schauen jetzt, was ist anders, wo unterscheidet sich das Ganze. Beide Fahrzeuge sind nicht lizenziert. Ich denke aber, man kann hier ganz gut herausinterpretieren, um welches Fahrzeug es sich handeln kann. Beim Yucatan, das ist für mich ganz klar ein Jeep, und beim Absima Bronx ist es für mich der aktuelle Ford Bronco. Somit also schon mal zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Schauen wir uns die Front ein bisschen genauer an. Portalachsen haben sie beide, die Höhe ist ebenfalls identisch, beide verfügen über einen Lenkungsdämpfer und dann beginnen tatsächlich schon die ersten Unterschiede bei der Stoßstange. Wir sehen, dass die Stoßstange hier bei dem Yucatan deutlich schmaler ist und der Reifen hier komplett zu sehen ist. Abgedeckt wird der Reifen dann durch diesen schicken Kotflügel. Die Stoßstange bietet uns hier ein ganz klein wenig mehr Bodenfreiheit und wir haben hier einen tollen Böschungswinkel, da wir nahezu komplett gerade vor eine Wand fahren können. Dieser Bügel hier, der macht einen stabilen Eindruck. Wir sehen hier vorne auch nochmal zwei LEDs und diese Abschlepphaken sind rot eloxiert. Es handelt sich hierbei um Kunststoff. Macht soweit einen stabilen Eindruck. Das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen Schiss hätte, wenn mir der Wagen runterfällt, dann sind hier meine Kotflügel mit dem Licht versehen und aus Lexan. Da hätte ich ein bisschen Angst, dass mir hier mal was kaputt gehen kann. Ein bisschen anders sieht es hier beim Bronx aus. Die Stoßstange sitzt etwas tiefer und umschließt die Front einmal komplett, so wie es auch bei dem Original Bronco ist. Das Ganze geht dann hier in den Lexan-Kotflügel über. Wir haben ebenfalls zwei Abschlepphaken, die sind in der Regel in schwarz. Die hatte ich hier mal in diesem Silbergrau bemalt, sind ebenfalls aus Kunststoff und die Stoßstange macht soweit einen stabilen Eindruck. Ebenfalls einen Unterschied finden wir beim Licht. Wie du siehst, wir haben hier in der Stoßstange unten kein Licht. Das hat hier der Yucatan. Dafür hat der Yucatan dann hier auch nochmal an der Seite diese wunderbaren Leuchten. Auch diese vermissen wir hier bei dem Bronx. Eine Leitbar oben auf dem Dach, das haben sie beide. Jetzt könnte man denken, dass der Bronx lichttechnisch dann ja gar nicht so gut ausgestattet ist wie der Yucatan. Das sieht auf den ersten Blick so aus. Wir können hier aber noch etwas anderes schalten. Bei dem Yucatan, wir nehmen mal hier die Fernbedienung dazu, siehst du, dass hier die Blinker im Kotflügel laufen. Das sieht ziemlich cool aus und wir haben die Lichtfunktionen einmal komplett aus. Dann können wir das komplette Licht hier in so einer rhythmischen Disco-Bewegung blinken lassen und können das Ganze dann hier auch durchgehend einschalten, so wie ich das habe. Bei dem Bronx sieht es etwas anders aus, aber richtig spannend auch, wie ich finde. Wir machen das komplette Licht mal aus. So sieht das Ganze aus. Stufe 1. Wir haben jetzt hier ein Standlicht und hier oben die Leitbar ist komplett aus. Das finde ich sehr gut. Und wenn wir dann jetzt hier auf das komplette Licht gehen, dann leuchtet auch die Leitbar und hier im Inneren geht das Abblendlicht auch nochmal an. Aber hat der Bronx denn auch Blinker? Ja, die hat er. Und wenn ich jetzt einschlage, siehst du, dass das wie beim Original Bronco hier drin blinkt. Und eine Besonderheit, wie ich finde, hier vorne am Seitenspiegel blinkt das Ganze und das finde ich besonders cool. Mir hat es damals schon hier bei dem Yucatan richtig gut gefallen, dass der Blinker hier im Kotflügel sitzt, aber hier im Spiegel, das finde ich nochmal richtig cool. Du siehst also, die beiden sind unterschiedlich vom Licht her, stehen sich aber
im Nichts nach. Der Kühlergrill ist bei beiden schön aus Hartkunststoff abgebildet. Da würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben wollen, was jetzt wertiger ist, sondern es ist einfach ein anderes Design. Auf der Motorhaube gibt es dann allerdings einen Unterschied, wo ich den Bronx etwas hervorheben möchte. Und zwar geht es hier um die Metallhalterung. Wir sehen hier bei dem Jeep noch die beiden Schrauben für die Magnethalterung hier vorne an der Karosserie. Und das haben wir bei dem Bronx hier nicht mehr. Dort sind die Magnete an der Unterseite im Inneren befestigt und die Motorhaube wird dadurch nicht gestört. Das finde ich sehr schön. Was mir hier sehr gut gefällt, das sind diese tollen Lufteinlässe, schön nachgebildet, wie auch beim klassischen Jeep. Wir haben hier nochmal die Haubenverschlüsse, auch klassisch Jeep. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, hier haben wir auch diese Kunststoffseitenteile, genau wie beim Original auch. Die haben keine Funktion, aber es ist bei beiden schön abgebildet. Wenn wir etwas weiter höher gehen, dann sehen wir auch hier bei beiden die Scheibenwischer und hier der Jeep, der hat noch so einen Schnorchel, das hat der Bronx nicht. Bei dem Spiegel muss ich dann wiederum sagen, gefallen mir die Spiegel bei dem Bronx etwas besser. Diese hier lassen sich wunderbar einklappen. Sie haben natürlich auch einen Blinker und sehen etwas größer, voluminöser, etwas schöner gearbeitet aus. Das ist hier bei dem Yucatan wirklich nur so ein kleines Kunststoffteil mit einer Folie drin, mit so einem Spiegelglas und das Ganze ist fest. Ein Spiegelglas haben wir hier übrigens auch. Die Leitbar haben sie beide. Beim Bronx ist sie etwas schmaler ausgefallen, hier beim Yucatan etwas breiter. Bei dem Dach tut sich eigentlich gar nichts. Beide haben ein farblich abgesetztes Dach in mattschwarz und einen Kunststoff-Dachgepäckträger. Von der Seite sehen wir dann jetzt einen deutlichen Unterschied, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich hier die Bodenfreiheit und der Böschungswinkel der beiden Kandidaten. Hier geht der Jeep etwas mehr in Richtung Offroad. Wir sehen das, wir haben einen fantastischen Böschungswinkel vorne. Der sieht jetzt beim Bronx nicht ganz so optimal aus. Bei den Reifen handelt es sich bei beiden Fahrzeugen um zwei Zweier-Felgen, aber Achtung, der Yucatan verfügt über Beadlock-Felgen, der Bronx hingegen über ganz klassische Felgen mit geklebten Reifen. Und auch das Profil unterscheidet sich leicht. Wir haben hier beim Yucatan etwas grobstolligeres Profil, hier beim Bronx ist es etwas feiner. Und wenn ich jetzt hier mal so drauf drücke, es macht einen recht harten Eindruck, das ist mir auch bei der ersten Fahrt schon aufgefallen. Aber dass die hier von dem Yucatan jetzt wesentlich weicher sind, das kann ich nicht behaupten. Der Kotflügel ist bei beiden aus Lexan farblich abgesetzt in mattschwarz und hier im Inneren gibt es nochmal den Radkasten, dass beide Fahrzeuge hier innen nicht so dreckig werden, wenn du mal durch Schlamm fährst. Wenn wir beide Fahrzeuge mal im Seitenprofil sehen, dann fällt eine Sache auf, und zwar wirkt der Jeep hier etwas höher, ein paar Millimeter als der Bronco. Allerdings kann das natürlich auch an der Dämpfereinstellung liegen. Was beide Fahrzeuge haben, was ich richtig gut finde, das sind hier die schicken Türgriffe. Das ist kein Aufkleber, sondern wir haben bei beiden hier wirklich Kunststoff, den man anfassen kann. Finde ich sehr schön. Aufkleber hingegen haben wir dann bei den Scheibenumrandungen beim Yucatan als auch beim Bronx. Etwas, was wir beim Bronx vergeblich suchen, das ist ein Tankdeckel. Den hat hier nur der Yucatan und hier auch aus Kunststoff nachgebildet. Kann man schön anfassen. Ein weiteres Detail, was wir beim Bronx vermissen, das ist die Fahrerfigur. Wir haben hier im Inneren beim Yucatan eine kleine Lexan-Fahrerfigur drin sitzen. Diese fehlt beim Bronx komplett. Ansonsten die Trittbretter, die sind soweit gleich, vom Design her vielleicht ein bisschen anders, fühlen sich aber ansonsten komplett gleich an. Da kann ich nicht sagen, dass eines stabiler ist. Das farblich abgesetzte Dach sehen wir bei beiden sehr deutlich. Am Heck der beiden Fahrzeuge fällt uns dann auch wieder direkt auf, dass der Yucatan hier eine etwas höhere Bodenfreiheit genießt. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann ist das deutlich höher
als beim Bronx. Die Stoßstange ist beim Yucatan ja recht stabil. Wir haben hier auch nochmal eine Leuchte drin, 2 Abschlepphaken, auch hier in Kunststoff rot eloxiert, ein Ersatzrad und Lampen, auf die möchte ich gleich nochmal genauer eingehen. Beim Bronx haben wir hier eine einfachere Stoßstange, wie ich finde. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir eine Vorbereitung haben für eine Anhängerkupplung. Abschlepphaken suchen wir vergebens und auch eine Beleuchtung ist hier nicht vorgesehen. Mein Highlight am Heck ist hier die Heckleuchte, die sieht super aus. Das Ersatzrad, da wirst du dich wundern, warum das jetzt ein Rad vom TRX4 ist. Das Ersatzrad hinten war bei mir nicht mit dabei. Sollte in der Regel mit dabei sein, kann man reklamieren. Ich habe es nicht getan, ich hatte noch ein paar Reifen rumfliegen. Deswegen hier ein etwas anderes Design als an den normalen Haupträdern. Was beide hier noch haben, das ist der wunderbare Kunststofföffner für die Heckklappe. Die Heckklappe lässt sich natürlich nicht öffnen, fühlt sich aber sehr gut an. Bei den Heckleuchten muss ich für mein ganz persönliches Empfinden sagen, dass ich die Heckleuchten des Bronx als schöner und filigraner empfinde. Das sind hier wirklich Quadrate, da hätte man sich etwas mehr noch einfallen lassen können und noch mal mehr beim Jeep schauen können. Wie das Ganze aussieht, das möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Wir können bei dem Bronx das Abblendlicht mal einschalten und dann sehen wir schon, dass wir hier so ein Standlicht haben. Zudem, schau mal hier, wie der Blinker aussieht. Das sieht richtig klasse aus in meinen Augen. Und ich fahre jetzt mal ganz vorsichtig rückwärts und wir sehen, das ist hier die Rückfahrleuchte. Das gefällt mir richtig gut. Ein Bremslicht haben wir natürlich auch. Wie sieht es beim Yucatan aus? Beim Yucatan ist es etwas anders. Wir blinken hier mal. So, das blinkt auch in Orange. Das ist auch gut gelungen. Wir haben eine ganz normale Bremsleuchte. So, wir können hier mal vorsichtig ein bisschen Gas geben. Da sehen wir die Bremsleuchte. Und wenn wir jetzt rückwärts fahren wollen, dann geht in der Regel unten an der Stoßstange das weiße Licht an. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. So sieht das Ganze aus. Also funktionieren tun sie beide. Was mir bei dem Bronx halt gut gefällt, ist zum einen die Optik und zum anderen, dass wir jetzt auch dieses Standlicht anhaben. Finde ich sehr schön gelöst. Schauen wir jetzt unter das Lexankleid der beiden Fahrzeuge und wir kommen auch zu den technischen Daten. Beide sind natürlich im Maßstab 1:8, beide haben Portalachsen, beide haben Allradantrieb. Bei der Länge ist der Bronx mit 668 mm etwas länger als der Absima Yucatan mit 635 mm. In der Breite ist auch der Bronx ein klein wenig breiter, nämlich mit 295 mm zum Yucatan mit 290 mm. In der Höhe ist der Yucatan etwas höher mit 300 mm und der Bronx mit 285 mm. Beim Radstand habe ich mich tatsächlich sehr gewundert, denn der scheint auf den ersten Blick komplett gleich zu sein. Ich habe das hier nochmal nachgemessen und beim Yucatan komme ich auf etwas über 370 mm und beim Bronx ziemlich genau 380 mm. Eine große Überraschung, wie ich finde. Vom Gewicht her tun sich beide Fahrzeuge nichts. Beide wiegen 4,2 Kilogramm. Wenn wir uns den Fadenregler anschauen, haben wir bei beiden einen Hobbywing 80 Ampere Regler für Bürstenmotoren in wasserdicht mit T-Stecker. Beide sind programmierbar mit einer Programmierkarte. Auch der Motor ist derselbe mit dem 775er Hobbywing Crawler Motor. Das Lenkservo verfügt bei beiden über ein Metallservohorn und hat eine Stellkraft von 25 Kilogramm. Dann haben wir hier natürlich noch unsere kleinen Schaltservos für die unabhängig voneinander schaltbaren Differentiale, die wir bei beiden finden, aber auch für das Zweiganggetriebe. Es handelt sich bei beiden Fahrzeugen um 9 Gramm Servos, 3 Stück an der Zahl. Die Fernsteuerung hole ich jetzt nicht extra ins Bild, die ist nämlich auch
komplett identisch. Eine kleine Besonderheit, die sich der Yucatan und der Bronx leisten, das ist hier vorne die Magnete für die Karosserie. Beim Bronx haben wir die hier so ein bisschen hinter der Stoßstange versteckt und beim Yucatan sehen wir sie ganz kräftig da oben drauf. Da schützen sie nochmal so ein bisschen den Regler. Das sieht hier insgesamt ein klein wenig anders aus. Beide machen von der Wertigkeit her genau denselben Eindruck. Wir haben Öldruckstoßdämpfer, die sich einstellen lassen. Der Leiterrahmen hier ist bei beiden aus vollem Aluminium gefräst und auch das Akkufach sieht genau gleich aus. Einzig hier unsere Lexan inneren Kotflügel sehen hier minimal anders aus als beim Bronx. Das ist aber auch sicherlich der Karosserieform geschuldet. Der komplette Antriebsstrang sieht komplett gleich aus. Wir haben auch hier eine Rutschkupplung bei beiden, eine wasserdichte Empfängerbox. Hier unser Zweiganggetriebe. Das wirkt alles sehr, sehr baugleich. Was ich bei den Funktionen bei dem Bronx schön finde, dass wir hier die Lichter einzeln schalten können und nicht wie bei dem Yucatan nur zwischen dem vollen Licht, Blinklicht und gar keinem Licht wählen können. Gibt es Unterschiede, die dir aufgefallen sind, die ich jetzt hier beim Chassis vergessen habe? Das schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, ich bin ganz gespannt. Beides sind wirklich fantastische Fahrzeuge und sie kosten auch nahezu das Gleiche. Was wir hierbei nicht vergessen sollten bei dieser Gegenüberstellung, dass beide Fahrzeuge sich ein anderes Original als Vorlage nehmen und die Optik immer Geschmackssache ist. Zudem ist es natürlich so, dass der Yucatan schon etwas länger auf dem Markt ist und der Bronx jetzt erst frisch rausgekommen ist und Absima somit Zeit hatte, bei diesem Fahrzeug hier was zu verbessern. Welcher ist dein Favorit? Schreib es unten in die Kommentare. Bis dahin, ciao!